Hey, ich habe in der Linkster Academy endlich den Konjunktiv 2 gelernt. Super, Glückwunsch! Aber warum Konjunktiv 2? Na, es gibt ja auch einen Konjunktiv 1. Was? Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia. Und in diesem Video lernst du ein Thema, das man vor allem in der gehobeneren Standardsprache benutzt. Es ist der Konjunktiv 1. Den findest du eher selten beim Sprechen und in der Alltagssprache, aber du findest ihn überall in den Nachrichten, in der Zeitung und in der Sprache der Wissenschaft. Da das ein größeres Thema ist, das viel Übung braucht, habe ich 2 Videos daraus gemacht. Eins für die Gegenwart und das zweite für die Vergangenheit. Übrigens stammen diese Videos aus meinem B-Grammatik-Kurs, der Anfang des nächsten Jahres wieder losgeht. Hol dir auch unbedingt mein kostenloses E-Book, das Einmaleins der Grammatik. Darin findest du die wichtigsten Themen mit Übungen und Lösungen, damit du noch schneller Deutsch lernst. Den Link findest du in der Beschreibung unter dem Video. Bist du bereit? Dann geht's los. Vorab eine gute Nachricht für dich. Du kannst problemlos mit anderen auf Deutsch sprechen, ohne den Konjunktiv 1 ein einziges Mal zu benutzen. Denn beim alltäglichen Sprechen verwenden wir ihn so gut wie nie. Außer vielleicht, du möchtest gerne deinem Germanistikprofessor zeigen, wie gut du die deutsche Sprache beherrschst. Aber trotzdem wirst du den Konjunktiv 1 wahrscheinlich täglich sehen, wenn du Nachrichten schaust oder die Zeitung liest oder dich für wissenschaftliche Artikel interessierst. Und wenn du perfektes Deutsch lernen willst, ist der Konjunktiv 1 einfach ein Teil davon, auch wenn du ihn selbst nicht benutzt. Du solltest ihn auf jeden Fall verstehen können und gleich verstehst du auch warum. Du bekommst jetzt ein Extrembeispiel von mir, okay? Ich habe dieses Beispiel aber nur gewählt, damit du direkt siehst, was ich meine. Was jetzt kommt, ist auf keinen Fall meine Meinung, sonst würde ich diesen Kurs niemals geben. Stell dir vor, du bist ein Journalist und sollst ein Interview mit einem Rechtsradikalen machen. Wir nennen sie hierzulande auch Nazis bzw. Neonazis. Du stellst deine erste Frage. Herr Nazi, wie finden Sie es, dass es in Deutschland einen Ausländeranteil von über 10% gibt? Er antwortet dir, Ausländer sind Idioten, sie müssen sofort zurück in ihr Land gehen. Nachdem du tief durchatmest und dir selbst sagst, cool bleiben, sollst du diese Antwort in deinem Artikel schriftlich festhalten. Du hast jetzt 2 Möglichkeiten. Erstens, der Rechtsradikale sagt, dass Ausländer Idioten sind und sofort in ihr Land zurückgehen müssen. Oder der Rechtsradikale sagt, dass Ausländer Idioten seien und sofort in ihr Land zurückgehen müssten. Du als Deutschlerner siehst vielleicht gar keinen Unterschied zwischen den beiden Sätzen. Aber es gibt einen sehr großen Unterschied. Wenn ich Satz 1 lese, dann könnte ich denken, dass du als Journalist die gleiche Meinung hast, also dass du auch ein Problem mit Ausländern hast. Wenn ich aber Satz 2 lese, dann verstehe ich direkt, dass das nur die Meinung des Rechtsradikalen ist und nicht deine Meinung als Journalist. Und genau aus diesem Grund gibt es den Konjunktiv 1. Wir können Informationen von anderen weitergeben, ohne dass wir unsere Meinung darüber geben. Deshalb findet man den Konjunktiv 1 auch hauptsächlich in der Zeitung und in den Nachrichten. Denn eigentlich haben weder Zeitung noch Nachrichten eine Meinung zu einem Thema. Sie sind neutral und geben Informationen nur weiter.
So sollte es zumindest sein. Und welche Möglichkeiten gibt es, Informationen von anderen schriftlich, also in Textform, weiterzugeben? Entweder du benutzt die direkte Rede, damit kannst du zeigen, dass jemand direkt spricht, dafür brauchst du keinen Konjunktiv 1. Der Rassist sagt, Ausländer sind Idioten. Sie müssen sofort zurück in ihr Land gehen. Das kennst du bestimmt auch aus deiner Muttersprache. Ganz typisch sind der Doppelpunkt und die Anführungszeichen. Achtung! Im Deutschen beginnt die direkte Rede mit Anführungszeichen unten und endet mit Anführungszeichen oben. Aber die direkte Rede interessiert uns jetzt weniger. Wir konzentrieren uns auf die indirekte Rede. Hier mal ein kurzer Text. Der Politiker sagte, er wolle die Steuern so bald wie möglich senken. Er sei zuversichtlich, dass sich die Situation der Bürger dadurch verbessere. Er werde sich persönlich für die Gleichstellung von Mann und Frau am Arbeitsplatz einsetzen. Er habe noch weitere Gesetzesänderungen geplant, darunter die Verbesserung des Schulsystems und der Rentenbezüge. Ein paar Verbformen kommen dir bestimmt bekannt vor. Aber Achtung, möglicherweise sind es nicht die Formen, die du meinst. Zum Beispiel er werde. Du kennst ich werde, aber das ist nicht der Konjunktiv 1. Deshalb musst du hier gut aufpassen, denn einige Formen des Konjunktivs sehen genauso aus wie normale Verbformen, der sogenannte Indikativ. Diesen Begriff brauchen wir gleich noch. Schau dir die Tabelle an, denn die Bildung des Konjunktiv 1 ist relativ einfach, wenn es sich um regelmäßige Verben handelt. Sie haben folgende Endungen. Machen, ich mache, du machest, er mache, wir machen, ihr machet, sie machen. Was fällt dir auf? Wie bereits gesagt, sind viele Formen ähnlich oder sogar gleich wie die Verbformen, die du schon kennst. Das ist natürlich ein Problem, denn woher sollst du wissen, ob ich mache der Konjunktiv 1 ist oder nicht? Dafür gibt es einen Trick. Man benutzt diese gleichen Formen nicht, stattdessen verwendet man den Konjunktiv 2. Und den benutzt man auch für die zweite Person Singular und Plural, denn diese Formen sind veraltet und werden heutzutage nicht mehr verwendet. Warum man die deutsche Sprache so kompliziert macht? Keine Ahnung, aber du kannst das lernen. Wir suchen jetzt einfach diese Formen heraus und ersetzen sie durch den Konjunktiv 2. Das sind dann die Formen, die du für die indirekte Rede benutzt. Man nennt sie auch Ersatzformen, also Würde plus Infinitiv. Ich mache, ich würde machen. Du machest, du würdest machen. Er mache, wir machen, wir würden machen. Ihr machet, ihr würdet machen. Sie machen, sie würden machen. Und was fällt dir jetzt auf? Wir haben alle Formen ersetzt, außer die dritte Person Singular. Und das ist die Form, die am meisten verwendet wird, zusammen mit der dritten Person Plural, also sie. Und warum ist das so? Wenn wir Informationen von anderen weitergeben, dann ist es entweder eine Person oder Sache alleine, also er, sie, es oder man, oder es sind mehrere Personen oder Sachen, also sie. Das hört sich jetzt vielleicht wahnsinnig kompliziert an, aber keine Panik, das kann man trainieren. Und es sind im Prinzip immer wieder die gleichen Formen, also kannst du erstmal ganz entspannt bleiben. Ja, das war der erste Teil des Konjunktiv 1. Schau dir unbedingt den nächsten Teil an, damit du das Thema komplett abarbeiten kannst. Und wenn dir dieses Video gefallen hat und du etwas Neues gelernt hast,
Dann abonniere jetzt meinen Kanal und folg mir auch auf Instagram und auf TikTok. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.